Recently I've been reacting to different German satire as well as German cabaret and German comedy, really becoming a huge fan of all of it. German just do humour like no one else, and a lot of recommendations on those videos were for this show. It's called The Hoyt Show. So tell me more about that. What's your favourite episode of this? What's the concept of the show? Of course it says here German political comedy, and yeah, the topic of this is Brexit. So this was recommended by quite a few people. Obviously I'm from the UK. I'm definitely against Brexit, always have been. I'll maybe talk about my reasons for that during this video. You can tell me what you think about Brexit as well, but let's watch this. Großbritannien steuert auf den harten Brexit zu, das wissen Sie. Es bleibt leider kaum noch Zeit für Verhandlungen und das befürchtete No-Deal-Szenario wird immer wahrscheinlicher. Trotzdem ist Premierministerin May beim Parteitag ihrer konservativen Tories diese Woche ja geradezu beschwingt zum Rednerpult getänzelt zu Abbas Dancing Queen. Das war nicht schlecht, fand ich, oder? Das kann man machen. Vor allem war es natürlich eine selbstironische Anspielung, weil Frau May inzwischen einen Ruf hat als legendär schlechte Tänzerin. Neulich beim Afrika-Besuch hat sie ja im Prinzip sowas wie den Tanz zum Brexit aufgeführt. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? I already want to laugh a lot, but I also want to cry at the absolute embarrassment that Theresa May is. If you're from Germany, tell me what you think about Theresa May, if you have any opinion of her. For me, she kind of sums up Brexit. It's just sheer incompetence as well as embarrassment. Ja, der Schluss war gut. Ja. Kurz danach hat es in Afrika 12 Wochen am Stück geregnet. Eigentlicher Star des Parteitags der Tories war aber natürlich ihr Feind, ihr Konkurrent Boris Johnson, Ex-Außenminister und völlig durchgeknallter Brexit-Hardliner. Ja, der Mann hat gar kein Amt mehr, gilt aber als kommender Herrscher der Insel. Er findet Frau Mays Pläne, den Checkers-Plan, ich zitiere, geisteskrank, was aus seinem Mund irgendwie lustig klingt, aber aus seinem Mund klingt ja fast alles lustig. Die EU erinnert mich ein wenig an schlecht designte Unterhosen. Solche, die an einigen Stellen zu eng sind. Viel zu eng. Und an anderen dann wiederum in geradezu gefährlicherweise zu weit. His face is exactly how I feel. It's unbelievable that we had not just Theresa May but also Boris Johnson leading the country, leading them through one of the most volatile situations in our history with Brexit. This is one of the main reasons why I did not support Brexit, because of the incompetence who was leading that. You know, if we maybe had young, innovative, hungry, forward-thinking politicians, I might have some support for it if they had a strong plan. But we had incompetence, we had bumbling clowns leading the way. And his face, the host of this show, just summed it up. It was disbelief. Nicht drüber nachdenken, vertrauen Sie mir, führt nirgendwo hin. Es führt nirgendwo hin. Die Brexit-Befürworter haben null Plan für den Ausstieg. Null. Sie sind mehrfach beim Lügen erwischt worden und lügen jetzt umso dreister weiter. Mays Außenminister hat die EU gerade in dieser Woche als Gefängnis bezeichnet und mit der Sowjetunion verglichen. Die EU. Nur weil sie nach einem Austritt nicht mehr den vollen Zugang zu unserem Binnenmarkt hätten. Ihr wolltet doch raus. Für diese Vögel braucht man inzwischen einen Brexorzisten, Freunde. Ernsthaft. Ja, ist ja nicht übertrieben. Hier, Engländer, die Tante Angela erklärt euch das nochmal wie sehr, sehr doofen Kindern. Aber es gibt eben auch ein paar Maßstäbe. Und einer dieser Maßstäbe ist, dass man nicht zum Binnenmarkt gehören kann, wenn man nicht Teil des Binnenmarktes ist. Ja, genau. Engländer. Exactly. Nur wenn man im Binnenmarkt ist, ist man im Binnenmarkt. Kapiert? Got it? Komm, ich mach's noch einfacher. I gotta say, man, the German sarcasm is so good. I'm from the UK, I'm from Britain, and we always pride ourselves on our sarcasm, but the German sarcasm is actually even better than the British sarcasm. And I'm glad he said English in there,
because it's mostly English people, not Scottish people, not Welsh, not Northern Irish, mostly English people who wanted this. Guck mal, das hier ist meine neue Boris Johnson Sockenpuppe. Ne? Guck mal. So. Und das hier ist die EU. Ja? Jetzt ist der Boris drinnen, draußen. Drinnen, draußen. Aber hier habe ich ja gar keinen Binnenmarkt mehr. Aber du wolltest doch raus. Halt die Fresse, du Nazi. Sag mal. As visual comedy, that is actually really good because it shows Boris Johnson's argument being so childlike. He's using sock puppets because that's what you use for children. He's using that to speak to Boris Johnson because Boris Johnson is an overgrown baby, immature, and that is the perfect representation, that sock puppet scene. Keinen Sinn. Es bringt ja nichts. Die meisten von denen sind Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Es ist eine Insel mit begrenztem Platz. Wenn man sie füllt, ohne Kontrolle darüber, womit wird sie sinken? Sie wird untergehen. Ja, das ist Fakt. Ne? Jede Insel hat ein bestimmtes Fassungsvermögen. Ne? Ja, wenn du da nur einen dicken polnischen Klempner zu viel einwandern lässt, dann kippt nicht nur die Stimmung, dann säuft der ganze Laden ab. Das ist Schwerkraft. Oh my god, this is amazing. This is so good. Schwerkraft auf Britisch. Das müssen wir natürlich ganz realistisch sehen. Ratschläge aus Deutschland wollen die Briten als allerletztes. Aber einen Mann hält das nicht ab. Gernot Hassknecht. Gernot Hassknecht erklärt den Engländern, was nach dem Brexit passieren wird, in 150 Sekunden. Sehr geehrte Engländer, dear Brits, meine lieben sommersprossigen Freunde. My freckled friends. I've got to say, this show is satire of the highest level. This is a better take on Britain in Brexit, or their relationship with Brexit, than I've seen from any British comedian. This is perfect. Die Uhr tickt, the clock is ticking. Am 29. März 2019 um Punkt 11 Uhr abends seid ihr raus. Und ab 11:01 Uhr will ich nie wieder was von euch hören. Ich habe, dass ihr geht, aber euer Gejammer steht mir bis hier. Schlimmer als Jossis. Plus diese Arroganz. Aber es wäre womöglich ein wirtschaftliches Desaster. Das glaube ich nicht. Ich wüsste nicht warum. Wenn wir die besten Produkte in der Welt produzieren, dann werden diese auch andere Länder weiterhin kaufen wollen. Die besten Produkte. Das muss wohl der berühmte britische Humor sein. Dieses widerliche Bier, das man mit Messer und Gabel trinken muss. Engländer, ihr habt eine Achtung, negative Handelsbilanz. Ihr seid importsüchtig. Allein könnt ihr euch nicht mal ein Brot schmieren. Das belegte Pausenbrot, das Sandwich, ist in Gefahr. Käse aus Irland, dänischer Schinken, Gurken aus Holland und Tomaten aus Spanien. Oh, gebt euch doch einfach ein bisschen von eurem berühmten Essig drauf. Schon schmeckt's. I mean, they're making funny points here, but the little point in there about the trade deficit, how we're addicted to imports, is a very salient point. It's showing that the economy is not as strong as the like Boris Johnson and Theresa May like to make out. That we import so many things, that we rely on so many other countries, especially in Europe, having that trading partnership, to just cut them off like that and then expect to build these relationships so quickly with other countries around the world is quite impossible. But that's the serious point, but the way they put it across is so funny, man. The vinegar sandwich, the beer that you have to use the knife and fork for, which I know is a bit of a stereotype in Germany. Oh, this is top quality stuff. Kein Witz. Im letzten Jahr importierte Großbritannien 3000 Spermaspenden von der größten europäischen Samenbank in Dänemark. Unfassbar. Zu faul zum selber wichsen. Aber damit ist bald Feierabend.
Wir schneiden euch von der Spermaversorgung ab. Nichts mehr No more Wikingergene, Viking-Genes. dann müsst ihr euch wieder aus eurem eigenen Gen bedienen. I mean, as much as this is absolutely ripping my country apart, it's very fair. And not only am I being ripped apart my country, I'm also learning things. I never knew Britain imported sperm. That is very enlightening. But yeah, can you imagine this is our gene pool? And this is definitely someone who voted for Brexit. Laut britischem Notenbankchef kostet der Brexit den Durchschnittshaushalt jetzt schon 900 Pfund pro Jahr. Und für alle, denen das zu kompliziert ist, stelle ich den weiteren Verlauf des Brexit hier mal symbolisch dar. Mit einem Doppeldeckerbus. In diesem Sinne, gute Fahrt. Oder auf Englisch, good Fahrt. Tschüss. That was amazing. Knecht, meine Damen und Herren. Wow. Oh wow. That was incredible. Incredibly great. That last monologue. Seeing the passion that he put into that monologue. Even though I'm from the UK, you can't help but support that. But it's fair. Every point he was making and the other presenter were making were all very valid points. And why people like me who did not support Brexit thought it was a crazy idea. Crazy that it got so far and became like implemented. As I mentioned, I've watched comedians in the UK talk about Brexit, but I've never seen it absolutely destroyed like this. It takes German comedians to actually give the correct analysis of Brexit. Absolutely brilliant stuff from the Hoyt Show. Tell me what you think about this. Recommend some other videos from Hoyt Show too. I'll check them out soon. Thanks.